Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie versprochen kommt jetzt endlich der zweite Teil dieses Color Alongs oder die zweite Hälfte dieser Seite. Ich benutze die Prismacolor Premier und diesmal das 24er Set. Die Namen von den Stiften und die Nummern werde ich unten in der Infobox auflisten und während ich male, werde ich euch immer sagen, welche Stifte ich gerade benutze. Ich werde in dem Video auch verschiedene Kamerawinkel ausprobieren, einfach weil bei dem letzten Mal meine Finger in meinem Weg waren und ihr nicht genau sehen konntet, wie ich blende. Deswegen versuche ich es diesmal ein bisschen anders. Ich hoffe, das Video gefällt euch und sagt mir auf jeden Fall, welcher Kamerawinkel für euch am besten war. Dann viel Spaß! So, legen wir mal los. Durch den anderen Kamerawinkel sehe ich überhaupt nicht, was ich filme und ob ich im Bild bin. Also hoffe ich mal, dass das alles klappt. Wir fangen mit dem grünen Blatt an. Und zwar benutze ich hierfür 909 Grass Green und 910 True Green. Als allererstes nehme ich das hellere der beiden grünen Stifte, und zwar die 910, und male die Blattwehen einmal aus. Dann die 909, das dunklere der beiden grünen Stifte, und male von der Mitte des Blattes mit starkem Druck zum Rand des Blattes, und dabei lasse ich den Druck immer weiter nach. Starker Druck, langsam nachlassen, aufhören. Und das gleiche mache ich für jede Parzelle. Und hier auch den Rand einmal mit dem dunklen Grün anmalen. So, jetzt wieder das hellere Grün und aus der Mitte von dem, was wir hier dunkelgrün gemalt haben, das helle Grün rausblenden bis fast zum Rand, aber nicht ganz. Den Rand etwas aussparen. Jetzt nehmen wir das Weiß und blenden von dem Rand ein bisschen in das helle Grün rein. Dann bleibt nur noch diese Kante hier vom Blatt. Und auch da blenden wir mit ein bisschen Weiß am Rand. Und so verfahren wir für die restlichen Blätter.
Jetzt kommen wir zu diesen herzförmigen Blättern hier. Die male ich in 995, ich glaube das war Mulberry, und 929 Pink. Als erstes, Moment, mal gucken, ob wir hier im Fokus sind. Mit starkem Druck den Rand von dieser Pflanze hier nachziehen. Und dann mit leichten kreisenden Bewegungen den Rand in die Mitte ausblenden. Wieder mit starkem Druck den Rand nachziehen. Und mit leichten kreisenden Bewegungen in die Mitte ausblenden. Dann nehmen wir das Pink und blenden weiter in die Mitte rein. Mit mehr Druck am Rand und weniger Druck in die Mitte ausblenden. Man kann hier nochmal über das dunkle Lila gehen, an den Stellen, wo es nicht ganz bedeckt war. Und in die Mitte ausblenden. Ganz, ganz leicht über die Mitte gehen. Und mit dem Weiß einmal die Mitte erhellen. Das war's auch schon für die herzförmigen Blumen. Also ganz einfach für den Anfang. Wir wärmen uns noch auf. So, dann kommen wir zu diesen kleinen Blumen hier oben. Die Mitte malen wir mit 916 Canary Yellow. Und dann nehmen wir einmal 904 Light Cerulean Blue und 933 Violet Blue. Mit dem hellen Blau malen wir mit mittlerem Druck die Blumen aus. Mittlerer Druck, damit wir die Struktur des Papiers nicht ganz zerstören und immer noch die Möglichkeit haben, mit dem dunklen Blau die Spitzen des Blattes ein bisschen einzufärben. Wirklich nur die Spitzen, nicht das ganze Blatt. Und es genügt bei dem Blau sogar ganz leichter Druck, um Farbe aufs Papier zu bringen. Das ging ja auch relativ schnell, oder? Machen wir noch die restlichen Blumen. Also der Stift muss dafür ziemlich spitz sein, damit man nicht das ganze feine Blättchen anmalt. Okay, das war es fürs Erste als Erklärung.
und der Rest wird einmal im Schnelldurchlauf gezeigt. kommen wir zu der letzten Ecke unseres ersten Teils des Coloralongs. Und zwar malen wir diese Ecke hier vorne und ich möchte sie so ähnlich gestalten
wie die Blätter hier unten in der Ecke auf der ersten Seite. Also ich versuche ein bisschen die Farben und Kombination aus dem ersten Part zu inkorporieren. Einfach damit die Seite mit der ersten Seite ineinander übergeht und das nicht so aussieht wie zwei separate Bilder. So, einmal überprüfen, dass der Winkel stimmt und wir fangen an. Dafür benutzen wir einmal ein helles Grün, 912, Apple Green, 908, Dark Green, ein bisschen Schwarz und Weiß. Wir fangen mit dem hellen Grün an. Und zwar eine leichte Lage von außen nach innen einblenden. Den inneren Part noch weiß lassen. Dann das Grün, das Dunkelgrün von außen mit mittlerem Druck ranziehen und mit kreisenden Bewegungen ein bisschen in das helle Grün zur Mitte hin reinblenden. Jetzt nochmal mit dem hellen Grün das dunkle Grün ausblenden. In kreisenden Bewegungen mit leichtem bis mittleren Druck. Dann nehme ich das Weiß und blende das helle Grün zur Mitte hin ganz sanft aus. Ich sättige das Papier jetzt quasi mit der weißen Farbe. Und gehe mit dem hellen Grün noch einmal ganz leicht über alles drüber. Es bleibt jetzt nicht so viel Grün an dem Weiß hängen, aber es sieht auch nicht ganz rein weiß aus. Ich blende noch mal nach, da wo es nötig ist. Und male ein mit dem Schwarz, das ist das Schwarz, mit ganz leichtem Druck eine ganz leichte schwarze Kante an den äußersten Rand.
Einfach um ein bisschen den dunklen Rand hervorzuheben. Ich nehme noch das Gelb einmal dazu und male einmal die Mitte hier nach. Es gibt noch eine zweite Variante, die kann man auch machen. Könnt euch ja mal aussuchen, was euch besser gefällt. Und zwar fangt ihr mit dem Dunkelgrün an und malt so wie bei den lila-rosa Herzen weiter unten erstmal den Rand nach. Dann blendet ihr das dunkle Grün ein bisschen in die Mitte raus. Den Rand habe ich mit einem starken Druck gezogen. Das Ausblenden mache ich mit mittleren bis leichten Druck. Denkt dran, bei den Prismacolors nie mit den Händen rüber zu wischen. Wenn ihr was wegfegen müsst, dann entweder pusten oder mit einem Pinsel einfach den Staub sanft wegpinseln. Ihr könnt auch einen alten Make-up-Pinsel benutzen, was ihr gerade zur Hand habt. So, ich blende jetzt das Dunkelgrün mit dem Hellgrün etwas aus. Mittlerer Druck, kleine kreisenden Bewegungen. So, das helle Grün wird mit dem Weiß zur Mitte hin ausgeblendet und der Rest der Mitte wird auch mit dem Weiß vermalt. Und jetzt geht ihr ganz, ganz leicht über alles nochmal mit dem hellen Grün, damit das Weiß nicht so hart erscheint und besser in dem Blatt verblendet ist. Mit dem Schwarz kann man jetzt noch mal ganz leicht den Rand nachziehen, wenn man möchte. Einfach um die Dunkelheit des Randes noch mal hervorzuheben. So. Und mit dem Gelb diese kleinen Stängel hier in der Mitte nachziehen. Und so werden diese ganzen Blätter hier gemalt.